Im Mai 1940 stürmte die Wehrmacht Belgien und die Niederlande. Dieses Mal waren die Deutschen entschlossen, ein langes Blutvergießen wie im Ersten Weltkrieg zu verhindern. Und eine Einheit sollte einen großen Anteil daran haben, die Gespensterdivision geführt von Erwin Rommel. Die Taktik der Sturmtruppen konnte im Frühjahr 1918 während der Kaiserschlacht noch einmal große Erfolge erzielen. Von März bis Juni gelangen tiefe Vorstöße in die feindlichen Linien. Jedoch waren die Fronteinbrüche mit hohen Verlusten verbunden. 22 Jahre später stand die deutsche Armee wieder auf französischem Boden. Doch dieses Mal sollte ein entscheidender Einbruch binnen weniger Tage gelingen. Anders als 1918 verfügte die deutsche Armee über schlagkräftige motorisierte Großverbände, darunter 10 Panzerdivisionen. Nach dem Fall Weiß der Invasion in Polen lagen sich Franzosen und Deutsche an der Maginot-Linie und dem Rhein tatenlos gegenüber und führten einen sogenannten Sitzkrieg. Hitler, der am liebsten schon Ende 1939 gegen Frankreich hatte losschlagen wollen, wurde von seinen Generalen noch zurückgehalten. Zu groß war der Respekt vor der französischen Armee. Die Wehrmachtsführung zog ihre Lehren aus dem Polenfeldzug und die Einheiten des Heeres und der Luftwaffe führten immer wieder Übungen durch. Als für den 10. Mai 1940 gutes Wetter vorhergesagt wurde, entschloss sich Hitler sofort zum Angriff. Fall Gelb begann mit dem Überfall auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Nach 18 Tagen war die Eroberung der 3 Länder abgeschlossen und ihre Armeen mussten kapitulieren. Fall Rot war die zweite Großoperation, der eigentliche Angriff auf Frankreich und das britische Expeditionskorps. Hier sollte eine bestimmte Division eine entscheidende Rolle spielen. Die 7. Panzerdivision unter Erwin Rommel. Erwin Rommel war vor der Übernahme einer Panzerdivision während des Polenfeldzuges Kommandant des Führerbegleitkommandos. Aufgrund seiner Nähe zu Hitler konnte er ihm seinen Wunsch vortragen, den Befehl über eine Panzerdivision zu erhalten. Rommel, der nie zuvor Panzerverbände kommandiert hatte, wurde von Hitler im Februar 1940, schließlich in Bad Godesberg, zum Kommandant der 7. Panzerdivision ernannt. Seine Division war für den Flankenschutz der Panzergruppe Kleist eingeteilt. Die Aufgabe der deutschen Panzer war es, so schnell wie möglich durch Belgien vorzustoßen und den Fluss Meuse zu überschreiten. Während dieser ersten Kämpfe zeigte sich, dass die Aufklärungseinheiten für Rommel von besonderer Wichtigkeit waren. In seiner Panzerdivision übernahm diese Rolle das Kratzschützenbataillon 7. Dieses preschte vor und klärte die besten Routen für die nachfolgenden Panzer auf. Das Bataillon konnte große Strecken zurücklegen und viel Raum erkunden. Ihre Schnelligkeit ermöglichte es den mit K98 und MG34 bewaffneten Schützen, auch verschiedenste Hindernisse zu bekämpfen. Bei zu großem Widerstand wurden diese links liegen gelassen. Durch die hervorragende Aufklärung gelang es der Division, bereits am ersten Tag 70 Kilometer zurückzulegen. Sie preschte geradezu voran und überholte die 5. Panzerdivision nördlich und die 23. Infanteriedivision südlich von ihnen. Der Vormarsch ging so schnell voran, dass Rommel mehrfach den Kontakt zu den benachbarten Einheiten verlor. Mit seinen Panzern versuchte er vorrangig, in Fühlung zu seinen Aufklärungseinheiten zu bleiben. Bei Dinant geriet die Division in erste schwere Gefechte, konnte den Gegner jedoch überwinden. General Hermann Hoth befehligte das 15. Armeekorps. Seinem Korps wurde am 11. Mai die 7. Panzerdivision unterstellt. Der General befürwortete die Taktik des schnellen Vormarsches und war ein Förderer Rommels. General Kleist, dem 5 der 10 Panzerdivisionen unterstellt waren, legte an der Meuse eine Pause ein und wartete auf weitere Luftunterstützung. Rommel hingegen griff weiter an. Sein Überraschungsangriff traf auf starken Widerstand, aber er gelang schließlich. Durch die Schnelligkeit des Vorstoßes war es den Franzosen nicht möglich, rechtzeitig Reserven heranzuführen. Dies war eine klassische Stoßtruppentaktik, eine Lehre, die Rommel als Sturmtruppenführer im Ersten Weltkrieg gezogen hatte. Obwohl die Überquerung des Flusses für seine Division den ganzen Tag in Anspruch nahm, gewährte Rommel seinen Männern keine Ruhepause. Der Angriff ging weiter. Hinter der ersten Linie trafen seine Einheiten dann plötzlich auf französische Panzer. Durch ihre schwere Panzerung waren sie den deutschen Fahrzeugen überlegen, doch Rommel war hellwach. Er eilte nach vorne und befahl seinen Männern, ihre Leuchtpistolen abzufeuern. Tatsächlich verwirrte das die Franzosen und sie brachen den Angriff ab. Nun hatten die von Rommel mitgeführten 8,8 cm Flakkanonen die Zeit, ihre Ziele zu suchen und das Feuer zu eröffnen. Gegen die im späteren Verlauf des Krieges gefürchtete Fliegerabwehrkanone hatten die französischen Panzer keine Chance.
3 Tage später gelang weiteren deutschen Einheiten der Durchbruch an der Meuse und am 15. Mai erreichte die 7. Panzerdivision die belgisch-französische Grenze. Am Morgen des 16. Mai wurde Hoths Panzern von der 4. Armee der Stopp befohlen. Hoths Einheiten befanden sich am Ausläufer der Maginot-Linie. Das Armeeoberkommando wollte die Infanterie den Durchbruch an diesem Abschnitt überlassen. Doch Rommel dachte nicht daran und ignorierte den Haltebefehl. Noch in der Nacht befahl er seiner Division den Angriff. Erstmalig in der Geschichte kam es zu einem Nachtangriff gepanzerter Kräfte auf eine Verteidigungslinie. Die Franzosen wurden vollkommen überrascht, und obwohl sie schwere Gegenwehr leisteten und zahlreiche Panzer zerstört wurden, waren genügend deutsche Panzer bereits in den Verteidigungsparameter eingedrungen. Es gelang ihnen, die französischen Panzerabwehrgeschütze durch direkte Treffer zu zerstören. Schließlich schickte Rommel Sturmpioniere voraus, die zahlreichen Bunker mit Flammenwerfern und geballten Ladungen auszuschalten. Das war der Moment, auf den Rommel gewartet hatte. Er befahl seinen Einheiten, den Perimeter zu durchstoßen und ohne Rücksicht weiter vorzurücken. Da Rommels Stabsoffiziere ihn während des laufenden Angriffs nicht erreichen konnten, befahlen sie den 2 motorisierten Regimentern, dem Befehl des Korps Folge zu leisten und erst am nächsten Tag anzugreifen. 8 Stunden nach Rommels eigenmächtigem Angriff. Als die Regimenter die französische Festungslinie erreichten, stellten sie fest, dass diese bereits durchbrochen war. Die übrigen Kommandeure waren fassungslos. Aber auch darüber, dass Rommel scheinbar die restliche Division durch diesen schmalen Korridor schlüpfen lassen wollte. Während der Rest seiner Einheiten den Durchbruch ausnutzte, waren Rommels Panzerregiment und das Gradschützenbataillon im Dunkeln weitergefahren und erreichten um 23 Uhr die Artillerie in der 2. Linie, die sie ebenfalls erfolgreich durchbrachen. Anders als den Sturmtruppen 1918, die einen Einbruch nicht ausnutzen konnten, gelang es den Panzerkräften nun, den einen Durchbruch in die Tiefe zu erzeugen. Vor den Deutschen befand sich nun offener Raum. Was ihnen im Ersten Weltkrieg in 4 Jahren Krieg nicht gelungen war, erreichten sie nun binnen weniger Tage. Jetzt nutzte Rommel die Möglichkeiten der motorisierten Kriegsführung und rückte weiter nach Avne vor und drang um 0 Uhr ins Hinterland des Feindes ein. Die Besatzungen der französischen 5. motorisierten Infanteriedivisionen hatten ihre Fahrzeuge am Wegesrand geparkt, bevor sie schlafen gingen. Als die 7. Panzerdivision mit ihren Panzern über sie herfiel, gerieten die Franzosen in Panik und die Hölle brach über ihnen herein. Doch auch die 18. Infanterie und die 1. französische Panzerdivision, die sich ebenfalls in der Gegend befanden, erlitten bei diesem Überraschungsangriff Verluste. Die Reste von Rommels Division, die die Straße am nächsten Tag passierten, waren fassungslos über die Bilder, die sie sahen. Überall standen zerstörte und ausgebrannte Fahrzeuge herum und viele Soldaten wurden buchstäblich in ihren Schlafzelten niedergewalzt. Auf dem Weg, Rommel einzuholen, wurden sie in Kämpfe mit den Resten der 1. französischen Panzerdivision verwickelt und fielen zurück. Doch um 4 Uhr morgens zogen sich die Franzosen mit ihren letzten Fahrzeugen zurück. Rommel beschloss, weiter vorzurücken. Seine Einheiten waren jetzt 10 Kilometer hinter der Front. Er entschloss sich, auf das 18 Kilometer entfernte Landrecy vorzurücken und die Brücke über die Sambre zu nehmen. Auf dem Weg begegneten ihnen immer wieder französische Einheiten. Rommel befahl ihnen dann, ihre Waffen niederzulegen. Erschrocken über deutsche Panzerkräfte, so tief im Hinterland folgten sie der Aufforderung. Der Vormarsch ging weiter, und nach der Einnahme der Brücke rückten sie auf Lassateux vor, das 45 Kilometer hinter der ursprünglichen Frontlinie lag. Erst als der Morgen graute, stellte Rommel erschrocken fest, dass nur sein Panzerregiment und ein paar Kräder seines Gradschützenbataillons mit seinem Tempo Schritt gehalten hatten. Der Großteil seiner restlichen Einheiten war weit zurückgeblieben. So beschloss Rommel alleine mit einem SDK-FZ 232 und einem Panzer, der kurz darauf aber durch technische Probleme ausfiel, die Verbindung zum Rest seiner Truppen wiederherzustellen. Dabei nahm er die exakt gleiche Route wieder zurück, auf der er gekommen war. Allmählich trafen im französischen Hauptquartier Meldungen vom Durchbruch deutscher Kräfte durch die Frontlinie ein. Während die ersten Meldungen noch Unglauben hervorriefen, wurden die nachfolgenden Meldungen von Kämpfen und schweren Verlusten im Hinterland ernst genommen. Aber sie lösten auch Verwirrung aus. Wo befand sich diese deutsche Division? Im Hauptquartier sprach man von der La Division de Fantôme, der Gespensterdivision. Die zurückweichenden Franzosen waren von den Meldungen ebenso verwirrt wie die Generale im Hauptquartier. Besonders als ein deutsches gepanzertes Fahrzeug aus ihrem eigenen Hinterland auf sie zurollte und auf alles schoss, was sich bewegte, nur um wieder Richtung deutsche Front zu verschwinden. Rommel hatte seinem Fahrer befohlen, unter keinen Umständen zu halten. Schließlich trafen sie auf eine Kolonne von 40 LKW, die auf dem Weg zur Front waren. Rommel befahl an ihnen vorbeizufahren und setzte sich vor das Führungsfahrzeug.
Er befahl dem französischen Offizier, dass seine Truppen aussteigen und sich ergeben sollten. Die verwirrten Mannschaften stiegen aus und fragten verwundert, ob er Engländer sei. Schließlich traf Rommel in Avenay ein. Im Schlepptau hatte er 40 LKW beladen mit französischen Waffen. Nicht nur für die Franzosen war das Gelingen dieses Durchbruches eine Überraschung. Nicht wenige deutsche Generale vermuteten, es könnte sich um eine französische List handeln, um die Deutschen in eine Falle zu locken. Doch Rommels Vorstoß stellte sich bald als ein glänzender Erfolg heraus. Die französische 1. Panzerdivision war vernichtet. Weitere französische Einheiten waren schwer angeschlagen und das 2. Korps hatte sich in Panik aufgelöst. Dies alles bei nur 40 Gefallenen und 75 Verwundeten. Zudem machte die 7. Panzerdivision etwa 3500 Gefangene. Wäre Rommels Angriff gescheitert, wäre er wohl wegen Befehlsverweigerung vor dem Kriegsgericht gelandet. Doch sein Angriff war ein voller Erfolg. Mit den Worten „Ihr Vormarsch hat mich eine schlaflose Nacht gekostet", erhielt er am 27. Mai von Hitler persönlich das Ritterkreuz. Rommel führte die Division wie eine Kompanie, ignorierte aber auch die Befehlskette in seiner eigenen Division und hatte Glück. Seine Einheit hatte sich ihren Namen verdient. Schließlich war sie auch für den deutschen Generalstab eine Gespensterdivision. Der siegreiche Abschluss des Frankreich-Feldzuges war für Rommel der Beginn einer großen Karriere. Rommel war ein aufsteigender Stern in der Generalität, der zum beliebtesten General im Reich werden sollte. Doch auch er konnte den Krieg nicht gewinnen, und sein Ende sollte er nicht mehr miterleben. Der schnelle und tiefe Durchbruch sollte in der Endphase des Krieges an keiner der vielen Fronten mehr realisierbar sein. Stattdessen galt es, verbissen durchzuhalten und immer mehr Kanonenfutter an die Fronten zu werfen. Zum Schluss setzte man auf ein neues Konzept, eine neue Einheit, die das Blatt wenden sollte. Dieses Mal sollten es nicht Sturmtruppen sein. Kurz vor Ende des Krieges mobilisierte man noch einmal alle Mittel, um einen neuen Typ Einheit aufzustellen, über die es noch heute viele Mythen und Fehlannahmen gibt. Die Volksgrenadiere.